Salam alaikum, ihr Lieben. Willkommen auf meinem Kanal zu einem neuen gesundheits-veganen Rezeptvideo von mir. Heute stellen wir falsche Kapern her, also eingelegte Bärlauchknospen, die nicht nur essbar sind, sondern auch phänomenal lecker, also knoblauchig, scharf und super gesund. Man kann damit sehr gut allerlei Gerichte verfeinern. Sie lassen sich als Topping auf Salaten, Suppen oder Bowls verwenden. Und ebenso kann man den gesunden Sud verwenden, in denen diese Knospen eingelegt werden. Eingelegte Bärlauchknospen sind schnell gemacht, wunderbar aromatisch und monatelang haltbar. Und sie eignen sich, wie gesagt, zum Verfeinern von vielerlei Gerichten, schmecken auf belegtem Brot, in Salaten oder als Antipasti auf dem Vorspeisenteller. Wenn die Knospen des Bärlauchs austreiben, und das ist jetzt gerade der Fall, also im April bis in den Mai hinein, könnt ihr mit der Knospenjagd beginnen. Für die Bärlauchkapern werden kleine bis mittelgroße, noch geschlossene Knospen benötigt. Und die Bärlauchknospen sind ähnlich gesund wie der Bärlauch. Sie helfen genauso bei hohem Blutdruck, bei Arteriosklerose, bei Darmproblemen, Frühjahrsmüdigkeit. Sie sind blutdrucksenkend, entgiftend, antibakteriell, belebend. Sie stärken den Kreislauf, wirken entgiftend, unterstützend bei Hauterkrankungen. Wenn auch alles im Vergleich zu den Bärlauchblättern in milderer Form, schaut euch daher gerne nochmal mein Video zu dem Oxymel aus Bärlauchblättern an. Zum Einlegen der Bärlauchknospen verwende ich hier jetzt mein natürliches Antibiotikum. Das Video dazu verlinke ich euch hier oben. Und zwar zu 2/3. Und das restliche Drittel besteht aus meiner Natursalzsole. Zur Gesundheit dieser schaut euch dazu auch nochmal das Video an, das verlinke ich euch hier oben. Und sobald wir das restliche Drittel vom Glas mit der Natursalzsole gefüllt haben, kommt als letztes noch roher Biohonig hinzu. Wir sehen also deutlich, dass wir die Bärlauchknospen auf ganz gesunde Art und Weise einlegen können, ohne dass die wertvollen Knospen gekocht werden müssen und ohne dass wir Haushaltszucker dafür verwenden müssen. Denn in jedem anderen Rezept wird man dazu finden, dass zumindest der Sud eingekocht wird und der besteht aus Zucker, Salz und meistens ganz billigen Essig. Und mit diesem Sud werden dann eben die Kapern sozusagen eingekocht, was sie zwar haltbar macht und natürlich schmecken sie dann auch gut, aber von der Gesundheit bleibt dann nichts mehr übrig. Und das wollen wir in diesem Rezept anders machen. Der Essig wird hier eben mit dem gesunden Antibiotikum ersetzt und dieses bringt seine vielen gesunden antibiotischen Eigenschaften mit, die aus den Zutaten, die vorher in dem Apfelessig eingelegt wurden, in diesen übergegangen sind. Und die Natursalzsole wird hier anstelle des ungesunden Kochsalzes verwendet. Sie unterstützt die Entgiftung des Körpers, regt den Stoffwechsel und die Verdauung an und wirkt ausgleichend auf den Säurebasenhaushalt. Durch die Natursalzsole werden vorhandene Energiemängel ausgeglichen. Bei rheumatischen Beschwerden können Ablagerungen gelöst und ausgeschieden werden. Die vielen gesundheitlichen Auswirkungen der Natursalzsole werdet ihr in dem Video dazu, was ich oben verlinkt hatte, finden. Und dass Heilung im Honig liegt, ist natürlich klar, denn dieser wirkt nicht nur feuchtigkeitsspendend, entzündungshemmend und wirkt durch den hohen Phosphorgehalt beruhigend auf Geist und Seele. Er kann auch das Herz-Kreislauf-System unterstützen und aufgrund der antibakteriellen Eigenschaften bei Erkältungen und Halsschmerzen helfen. Alle 3 Zutaten des Suds machen die Kapern auch haltbar. Nach einer Woche im Sud kann man sie auch schon jetzt benutzen und wunderbar jede Mahlzeit damit aufpeppen. Und ebenso gut passen sie in den Salat, wie wir hier sehen können. Nachdem sie 1 bis 2 Wochen durchziehen konnten, kann man sie dann in den Kühlschrank stellen und dort bleiben sie sehr lange haltbar. Was man auch mit den Kapern machen könnte, also mit den Bärlauchknospen, ist, dass man sie einfach fermentiert. Also man gibt einfach die Knospen in ein Glas und füllt dieses mit einer 2%igen Salzlake auf. Schließt das Glas dann und lässt die Kapern dann einfach 1 bis maximal 2 Wochen lang in einem dunklen Raum fermentieren. Ich gebe das Glas dann immer noch auf einen Untersetzer, weil bei der Fermentation die Flüssigkeit manchmal überläuft. Durch die Gärung entsteht ein saures Milieu, Schimmel oder unerwünschte Bakterien, die das Gemüse verderben würden, können darin nicht existieren. Das Gemüse wird sehr lange haltbar, zugleich entstehen zusätzliche Vitamine, deshalb ist fermentiertes Gemüse besonders gesund. Wie gesund fermentiertes Gemüse wirklich ist und alle Details dazu, das findet ihr in meinem Video dazu, welches ich euch hier oben verlinken kann. Die fermentierten Knospen sind also noch gesünder als die eingelegten Knospen, da sie eben lebendige Bakterienkulturen liefern. Auch schmecken sie gar nicht schlecht, also säuerlich-salzig. Sie sind ebenso sehr lange haltbar. Was aber den besseren Geschmack betrifft, so sind dies die eingelegten Bärlauchknospen, wie oben gezeigt, die außerdem auch sehr gesund sind. Nutzt also die Zeit jetzt, euch diese köstlichen Kapern herzustellen.
Liebste Grüße, Salam Aleikum, eure Mariam.